Habt ihr Lust auf ein richtig köstliches 5-Körner-Vollkorn-Saatenbrot? Also wirklich super einfach. Ich habe hier jetzt grobe Haferflocken. Die gebt ihr in ein großes Gefäß. Ich habe das der Einfachheit halber in so ein 1 Liter Wegglas gemacht. Dann auch noch mal zarte Haferflocken, also die feinen. So, und dazu füge ich jetzt noch Sesamkerne. Da könnt ihr die geschälten oder ungeschälten verwenden. Dazu füge ich noch Sonnenblumenkerne und zum Schluss Leinsamen. Da könnt ihr geschrotet oder ungeschrotet nehmen. Selbstverständlich könnt ihr die Kerne auch austauschen. Wichtig ist es, sie danach mit heißem Wasser zu übergießen. Ich habe das jetzt einfach über den Wasserkocher dann kurz abgemessen und direkt hineingegeben, um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Körner damit in Berührung kommen. Einmal ein wenig umrühren. Ich habe jetzt hier einfach meinen Teigschaber genommen. Ich könnt auch einen Löffel nehmen. In egal welchem Gefäß ihr das macht, wichtig ist, dass dieses Brühstück, was wir hier vorbereiten, dann in Ruhe abkühlt. Denn würden wir das jetzt so heiß zu dem Teig geben, dann würde es die Hefe und Sauerteigkulturen töten und das wollen wir nicht. Also das jetzt erstmal abdecken und stehen lassen. Während das soweit ist, bereiten wir einen Vorteig vor. Ich habe hier zu gleichen Teilen Roggen- und Dinkelvollkornmehle genommen. Gebt ihr eine große Schüssel. Dazu kommt noch ein bisschen Sauerteig. Bei mir ist es jetzt ein Weizensauerteig, den ich mit Vollkornmehl immer fütter. Da könnt ihr auch einen Dinkelsauerteig nehmen, egal ob Vollkorn oder ein helles. Ihr könnt einen Roggensauerteig nehmen oder auch ein Lievito Tomate. Bei Lievito Tomate, weil der fester ist, solltet ihr danach mehr Wasser hinzufügen als das, was ihr im Rezept findet. Die genauen Mengenangaben findet ihr selbstverständlich wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Also wartet bis zum Ende des Videos, dann seht ihr es. Sobald das schön verstrichen wurde, abdecken und das Ganze wird dann bei Zimmertemperatur stehen gelassen, entweder kühl über Nacht oder 3 bis 6 Stunden im Warmen. Wenn dann das Brühstück, also so die Saaten abgekühlt ist und auch der Vorteig aufgegangen ist, gebe ich Roggenvollkorn und Dinkelvollkornmehl in eine Schüssel. Dazu noch das Salz und, was bei mir auch nicht fehlen darf, ist die selbst hergestellte Hefe. Das Hefewasser. Wie ihr das ganz einfach selber macht und wie ihr aber auch mit den Alternativen backt, erfahrt ihr oben rechts unter dem i in der Playlist. Und ihr könnt sehen, der Vorteig sieht richtig schön aus. Und wenn man aber mal von oben guckt, aufgrund des Roggenmehles, das da drin ist, könnte man das gar nicht vermuten. Deswegen ist ja immer meine Empfehlung, wenn ihr mit Sauerteigen arbeitet, besonders aber bei Roggensauerteigen, verwendet immer Gläser. Denn da könnt ihr dann wirklich sehen, wie sich der Teig entwickelt. Denn in Glasgefäßen ist es einfach besser zu sehen, als wenn ihr da so 'n undurchlässige Plastikbehälter habt oder vielleicht auch eine Metallschüssel. Geht natürlich ganz genauso, aber ich finde, im Glas sieht man das einfach besser, gerade wenn man in den Anfängen seiner Brotbackkarriere ist. So, nachdem wir die wichtigsten Zutaten hinzugefügt haben, kommt jetzt das Brühstück hinzu. Das hat sich schön entwickelt, das Wasser ist schön aufgesogen, vor allem auch durch die Leinsamen. Ihr könnt dieses Brühstück auch an einem Tag vorher machen und dann einfach zwischenzeitlich im Kühlschrank lagern. Wenn ihr das Ganze zum Beispiel an einem Donnerstag vorbereitet, sowohl den Vorteig als aber auch das Brühstück, dann könnt ihr das bis Samstag in den Kühlschrank stellen und erst dann zu einem köstlichen Brot verarbeiten. Hier kommt jetzt alles rein. Das Brühstück bewirkt, dass ihr bei einem Brotteig, vor allem wenn ihr Dinkel verwendet, Dinkelmehl neigt dazu, schnell trocken zu werden, wenn ihr da ein Brot draus macht. Und durch ein Brühstück oder alternativ kann man auch ein Kochstück machen, sorgt ihr dafür, dass Wasser gebunden wird und die Feuchtigkeit später länger im Brotteig drinne bleibt und dadurch habt ihr länger ein saftiges Brot. So, die meisten Zutaten sind drinne. Eine fehlt tatsächlich noch hier.
Das füge ich jetzt noch schlückchenweise hinzu. Ich habe jetzt hier alles in meine KitchenAid gegeben und von der Kapazität her ist das auch wirklich das Maximum. Die ist wirklich komplett voll. Also, wenn ihr die Kenwood Cooking Chef habt, könnt ihr die sonst sehr gerne nehmen, aber ihr seht, die Maschine schafft es. Sollte doch mal was am Rand kleben bleiben, dann gebt einfach mit dem Teigschaber zwischendurch die Maschine ausschalten und mit dem Teigschaber am Rand einmal lang wischen, dass auch wirklich alles so schön durchgeknetet wird. So sieht der Teig aus und aufgrund oder vor allem durch das Roggenmehl ist er sehr klebrig. Guckt mal, das ist normal. Nicht wundern, also mit Stretch und Fold wird das hier tatsächlich schwieriger, weil Dinkel und Roggen ja wirklich ein sehr schwaches Glutengerüst haben, aber leckeres Brot ergeben. Und das wollte ich euch jetzt zeigen. Ich backe das Ganze heute im großen Holzbackrahmen und mache 4 kleine Brote. Der Holzbackrahmen, den ich verwende, ist der linke. Ich habe auch noch mal den normalen Holzbackrahmen. Da könnte ich jetzt ein großes oder 2 kleine drin backen. Und der ist von der Größe ein bisschen anders. Also es kann sein, dass wenn ihr nur die halbe Menge macht, weil ihr den einfachen Holzbackrahmen habt, dass das Brot einfach höher wird und eventuell aus der Form rausguckt. Also da nicht wundern, dieses Rezept ist für die große Holzbackform. Schreibt es mir aber auch mal gerne, falls ihr die kleine Form habt, wie es denn gelungen ist. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Nachdem der Teig dann 3 bis 6 Stunden Zeit hatte aufzugehen, ihr habt gesehen, der ist so richtig luftig geworden, brauchen wir eine ordentliche Portion Mehl. Ich habe hier in meinen Mehlstreuer die Hälfte Dinkel und die Hälfte Reismehl hineingegeben. Das funktioniert tatsächlich ganz gut und gebe den Teig jetzt erst einmal auf die Arbeitsfläche. Und zum Reinigen der Hände kann ich euch wirklich meine Teigreinigungstücher empfehlen, weil gerade bei Roggenmehl ist es ja so, wenn das klebt, ist es unheimlich anstrengend, das wegzukriegen. Auch mit dem Schwamm immer schwierig. Und es gibt diese Teigreinigungstücher, ich verlinke euch die nochmal. Und das Equipment, was ich sowieso nutze, neben dem Rezept steht auch immer in der Beschreibung. Denn damit geht das ruckzuck, auch falls ihr mal so Teigkleben habt am Küchenequipment, geht das sehr schnell damit weg. So, mit genügend Mehl lässt sich das Brot richtig schön formen. Also da habt keine Angst, da großzügig zu sein. Und dann bemühe ich mich aus dem Teig so circa 4 gleich große Stücke zu machen. Ein bisschen größer sind die 2 linken geworden, das ist aber überhaupt nicht dramatisch. Wichtig ist, oben drüber genügend Mehl draufstreuen, dann mit der Teigkarte rein, dann klappt es wirklich am einfachsten. Ich nehme mir dann ein Stück, drehe das auf die Mehlseite und falte es noch mal ein bisschen von außen nach innen. Also gebt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Struktur. Ja, da habe ich es gesehen, dass das mehr war. Also wird hier noch ein bisschen was reingeknetet. So schön mit den Handballen da reingehen, auch wenn ihr die Luft rausknetet, das macht nichts. Wir geben dem Teig gleich wieder Zeit, noch mal aufzugehen, dass es schön luftig, fluffig und saftig wird. Ordentlich mit Mehl bespreuen. Wichtig, die Holzbackform, die hatte ich ja mal eingebrannt. Ich verlinke euch die ganze Playlist mit den Rezepten für die Holzbackform zum Schluss. Da ist auch das Unboxing drin, wie ihr das dann ordentlich einbrennt, wenn ihr selber eine Holzbackform euch zulegt. Die Holzbackform habe ich jetzt nicht gefettet. Also ich habe wirklich nur die Brote gemehlt in die Holzbackform reingegeben. Decke sie noch mal kurz ab, entweder mit einem Küchentuch oder meine Abdeckhaube hatte auch gereicht. Und nach einer halben Stunde habe ich mich jetzt mal für ein neues Gadget entschieden. Und zwar, also ein neues Küchenequipment, ein kabelloses Thermometer. Hier seht ihr das. Ich habe das schwarze genommen. Es gibt noch mal so einen mit weiß. Und bei 98 Grad wusste ich, Kerntemperatur ist super. Ich kann das Brot jetzt rausholen, ohne dass ich das zwischendurch immer rausholen muss. Das ist so toll. Ich habe ja schon ein Bratenthermometer, mit dem ich das sonst messe. Das bedeutet für mich, das Brot oder das Gebäck, was ich habe, rausholen, messen und wieder reinmachen und dadurch verliert es natürlich auch immer Wärme. So fand ich das richtig toll. Ich habe das reingestochen, konnte anhand des Gerätes die ganze Zeit sehen, wie die Kerntemperatur ist und als es richtig war, konnte ich es einfach rausnehmen
und habe es dann auf meinem Kuchengitter hier abkühlen lassen. Sind die nicht schön geworden? Bevor es in den Backofen gegangen ist, habe ich es wirklich nur eine halbe Stunde gehen lassen. Über Nacht durfte es dann abkühlen und schaut mal, wie schön saftig das Brot geworden ist. Guckt euch das an. Ein komplettes Vollkornbrot, aber trotzdem fluffig, luftig und einfach köstlich. Also, ich bin da wirklich schon gespannt, wie ihr das macht und falls ihr die Mehle austauscht, lasst es mich gerne mal wissen und auch, ob ihr vielleicht andere Saaten verwendet. Das interessiert mich gerne. Ich weiß, einige meiner Mitglieder haben das Brot schon nachgebacken. Das ist toll geworden. In diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon auf euch und bin bald wieder zurück. Eure Emma.